Hallo liebe Modellautofreunde, Diecast oder Resin, Druckguss oder Kunstharz? Was ist besser? In diesem Video erkläre ich euch die Vor- und Nachteile dieser Produktionsverfahren. Los geht's! Hey, ich bin der Georg. Auf meinem Kanal stelle ich euch meine Modellautosammlung und natürlich auch neue Modelle vor. Abonniert meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Was ist Diecast und Resin überhaupt? Diecast bzw. Druckguss bezieht sich auf jedes Produkt oder Sammlermodell, das unter Verwendung des Druckgussverfahrens hergestellt wird. Hier wird geschmolzenes Blei oder eine Zinklegierung in eine Form gegeben, um eine bestimmte Form herzustellen. Hierbei wird das flüssige Metall unter hohem Druck und einer sehr hohen Füllgeschwindigkeit von bis zu 12 Metern die Sekunde in eine Druckgussform gedrückt, wo sie dann erstarrt. Das Besondere am Druckgussverfahren ist, dass mit einer Dauerform, das heißt ohne einmalig genutzte Modelle, gearbeitet wird. Dadurch fällt die Formherstellung nur einmal an, allerdings bei wesentlich höherem Herstellungsaufwand. Somit kann man aber auch eine sehr hohe Stückzahl produzieren. Resin bzw. Kunstharz. Das Harzgussverfahren wird verwendet, um zum Beispiel maßstabsgetreue Modelle entweder einzelner Teile oder ganze Modelle von Objekten wie Zügen, Flugzeugen oder Modellautos herzustellen. Sie werden im Allgemeinen in kleinen Mengen hergestellt. Harzguss ist arbeitsintensiver und die verwendeten weichen Formen werden von jedem Guss abgenutzt. Aufgrund der geringen Investitionskosten können einzelne Bastler kleinere Auflagen für den eigenen Gebrauch, beispielsweise zur Individualisierung von Teilen, produzieren, während Unternehmen damit kleine Auflagen für den Verkauf produzieren können. Die Qualität sowohl der Originalvorlagen als auch der Gussteile aus Kunstharz variiert, aufgrund der unterschiedlichen Fähigkeiten des Schöpfers oder Herstellers sowie der Gusstechniken. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen für uns Sammler. Ich fange mit Diecast an. Was für Diecast spricht, ist, es fühlt sich deutlich schwerer in der Hand an und damit meiner Meinung nach authentischer. Meist zu öffnende Teile wie Türen, Hauben und so weiter. Und es gibt oft weitere Details, bewegliche Dinge wie Armlehnen, Sitzen oder sogar Schiebedächer. Teilweise sogar aus echten Ledersitzen. Was spricht gegen Diecast? Relativ schwer im Vergleich zu Resin-Modellen. Außerdem gibt es noch die Gefahr von schlechtem Zinkdruckguss. Dieser führt zur Blasenbildung, Ausdehnung, Verzerrung, Rissbildung oder sogar zum Zusammenbruch der Zinkteile. Die Ursache davon könnte zum Beispiel auch die vielbeschworene Zinkpest sein. Kommen wir zu Kunstharzmodellen bzw. Resin. Was dafür sprechen kann, ist natürlich, dass diese Modelle detaillierter sein können. Außerdem kann ein Resin-Modell eine bessere Form haben und damit sehr dünne Spaltmaße bieten. Die Textur ist sehr glatt, sodass die aufgetragene Farbe kaum abfällt. Und was spricht gegen Resin? Meist keine zu öffnenden Teile wie Türen oder Motorhauben. Es gibt zwar auch Hersteller, die zu öffnende Teile anbieten, aber die haben auch Nachteile bezüglich des Empfindens. Resin-Modelle sind oft auch sehr teuer. Die Stabilität ist wesentlich schwächer als bei Zinkdruckguss. Und letzter Punkt, sie sind relativ leicht und fühlen sich dadurch nicht so realistisch an. Fazit: Was ist nun besser, Metall oder Kunstharz? Sowohl Druckguss als auch Harzmodelle haben ihre Vor- und Nachteile. Modellautosammler müssen ganz nach ihrem eigenen Geschmack auswählen. Bei beiden kann man Fehler machen, aber auch sehr schöne Modellautos bekommen. Für mein Dafürhalten sind Modellautos im Maßstab 1:43 als Harzmodelle oder Resin besser geeignet und Druckgussmodelle sind eben für den Maßstab 1:18 besser geeignet. Denn ein kleineres Modellauto schaut man eben nur an und bei einem größeren erfreut man sich daran umso mehr, wenn man die Teile, Türen öffnen oder bewegen kann. Was bevorzugt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Teilt meine Videos, unter anderem Modellautofreunden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.